Ich bin Uwe von Grafenstein Mein Name ist Bernhard Karlhammer. und zusammen sind wir Geschichten, die verkaufen, und wir zeigen Unternehmern, wie sie mit gutem Business Storytelling mehr Kunden, mehr Umsatz und auch mehr Mitarbeiter bekommen, und dafür arbeiten wir mit dem Kenny Board. Wir dürfen das Kenny Board jetzt schon seit 2 Jahren benutzen und wir benutzen es sicherlich 2-3 Mal die Woche, und wir haben da so 2 große Anwendungsgebiete. Zum einen machen wir Remote-Meetings mit Kunden und zum anderen, und das ist der wahrscheinlich stärkere Einsatzort, machen wir daran Brainstormings und Projektplanung. Ja, und die machen richtig Spaß, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr habt da wirklich eine Spielwiese zur Verfügung. Wenn es um das Thema Brainstorming geht, könnt ihr wirklich genialst Projekte aufgliedern, neue Projekte entwerfen, also komplett entwickeln am Kenny Board. Macht unheimlich Spaß. Wir sitzen dann hier und haben wirklich eine Riesenfreude daran, komplett zu brainstormen und Projekte entstehen zu lassen. Und es ist natürlich ein absoluter Wow-Effekt. Oder wenn hier die Kunden reinkommen zu uns, dann kommt erstmal so, wow, was ist das denn für ein geiles Teil? Und dann sagen wir halt, es ist das Kenny Board. Dann will jeder erstmal rumspielen, das darf er auch, und dann geht es wieder ins Arbeiten. Aber spätestens in der Mittagspause wird dann meistens daran Tic-Tac-Toe gespielt. Vorrangig nutzen wir das Kenny Board tatsächlich für Brainstorming. Also hier entstehen unsere neuen Produkte. Sobald einer von uns eine Idee hat zu einem möglichen neuen Produkt, gehen wir sofort ans Kenny Board und scribbeln wirklich dieses Produkt runter und lassen uns da die Zeit, die wir brauchen, und lassen den kreativen Prozess wirklich flowen. Also es entsteht wirklich ein Flow. Das Schöne ist halt, dass du es anmachst und es ist an und es funktioniert, und wenige Sekunden später nimmst du dir einen Stift und fängst an zu scribbeln und zu machen und durch verschiedene Phasen zu gehen. Sehr stark ist es bei uns im Einsatz bei den Workshops. Wenn wir Kundenworkshops haben, ist halt die Schönheit, dass jeder sich beteiligen kann. Auch vielleicht Menschen, die nicht sofort reinbrüllen in eine solche Workshop-Runde, sondern die vielleicht ein bisschen introvertierter sind. Die bitten wir, auf ihren digitalen Endgeräten kleine Notizzettel auszufüllen und dann mit einem Fingerswipe auf das Kenny Board zu schmeißen. Und da ziehen wir uns die zusammen und können Markenkerne entwickeln, können deren Businessgeschichte entwickeln, können deren Kommunikationsstrategie entwickeln und können so ein ziemlich umfassendes Bild haben, was wir vorher mit reinen Flipcharts so nicht hinbekommen haben. Was ganz stark ist, wenn du aus der Kenny-App rausgehst und wirklich den Browser einfach öffnest, dann hast du natürlich da 86 Zoll einen Riesenbrowser und kannst dann eine Analyse von Webseiten machen. Das machen wir eigentlich regelmäßig in den Workshops oder auch mit unseren Kunden, wenn wir dieses Website-Storytelling optimieren. Also wie sollen Leute sich auf einer Webseite bewegen, was sollen die tun, wie bekommen wir die dahin? Und das kannst du natürlich jetzt auf kleinen Rechnern angucken oder auf iPads oder einfach mal auf 86 Zoll. Und da fallen dir beim Website Storytelling einfach nochmal ganz andere Geschichten ein. Und da fallen dir auch Details an einer Webseite auf, die du so wahrscheinlich gar nicht gesehen hättest. Und wenn du das dann gemeinsam durchgehst in einer Workshop-Situation, dann entstehen da einfach Ergebnisse, die im wahrsten Sinne des Wortes dann großartig sind. Also bei uns geht es natürlich auch um Kreativität. Wenn du gute Geschichten erzählen willst deinen Kunden, müssen die natürlich kreativ gebaut werden. Das Schöne am Kenny Board ist bei Workshop-Situationen, dass nicht nur wir das bedienen können. Normalerweise hast du ja dann so ein Expertentool und der Experte steht davor und macht. Hier beim Kenny Board, dadurch, dass du den Leuten nur einen Holzstift in die Hand drücken musst, können sie sofort selber aktiv werden. Wenn du also eine Idee hast, wir machen zum Beispiel eine Logoentwicklung oder eine Designentwicklung, so eine rohe Entwicklung, dann kannst du, wenn du sagst, so, wie soll es aussehen, und du kommst da nicht hin, dann kannst du dem Kunden sagen, drückst ihm den Stift in die Hand und kannst gesagt, mal's doch mal auf, wie es ein 4-Jähriger aufmalen würde. Und dann kann der Kunde damit anfangen rumzuscribbeln und plötzlich kriegen alle eine Idee davon, wo man eigentlich gestalterisch hin will. Und von dem Punkt aus, auch wenn es noch nicht brillant ist oder von einem Grafiker gebaut, kannst du dann natürlich weiterarbeiten, weil plötzlich alle das gleiche visuelle Erlebnis haben und einen Startpunkt für die Diskussion. Das Kenny Board lädt einfach zum Zusammenarbeiten ein. Also es ist wirklich ein kollaboratives Tool, das allen ermöglicht, Teil am Projekt zu haben. Und es hat eine eingebaute Kamera. Du kannst Videokonferenzen und kannst im Grunde genommen deine komplette Kreativität von hier nach da bringen. Also du kannst die aus dem Kopf rauslassen und sie mal festhalten, sodass alle die gleiche Vorstellung von dem haben, was eigentlich da oben drin ist. Und dann können ganz viele Köpfe zusammenkommen, und ganz viele Köpfe wissen meistens mehr als einer. Also wenn ich jemandem da draußen das Kenny Board erklären müsste, würde ich ihm sagen, stell dir mal einen Flipchart vor, aber ein Flipchart in 20 Jahren sozusagen. Also ein Flipchart nicht 2.0, sondern 4.0, ein komplett interaktives Flipchart, das du auf allen Ebenen nutzen kannst, multimedial einsetzen kannst, darauf ganze Projekte entwickeln kannst, Meetings abhalten kannst und noch so vieles mehr.